Ja, heute wieder hier im Camp Hittwelt unterwegs in Sachen Urbex. Ich habe das jetzt im Spätsommer besucht. Letztes Jahr war sehr interessant, aber leider ziemlich verregnet. War mit dem Fahrrad dort, habe einen Bunker gesucht. Ja, ein paar Eingänge hätte man jetzt freiräumen können, wie diesen, aber keine Ahnung. Ich glaube, das ist nur eine normale Kanalisation und hier im hinteren Bereich soll dieser angebliche Bunker liegen, aber da gab es jetzt nichts zu finden. Hier gibt es eine Trafostation, das sieht man an den Lüftungen. Ja, da war nichts drin zu finden, nichts außen rum, was jetzt auf einen typischen Eingang verweist. Ja, Betonreste, aber das waren keine Betonreste, die für Bunker gebaut wurden. Das waren viele so Itonreste und sowas, die im Gebüsch hinten lagen. Kann man nicht zuordnen zum Bunker. Von daher denke ich mal, auf Camp Hittwelt gab es keine Bunker. Ja, es ist ein großes Lager gewesen, Lager zum Lagern von Fahrzeugen und sonstigem Zeugs. Ja, ist ziemlich verseucht, will keiner mehr haben. Boden verseucht und ja, liegt ganz nah an der Grenze hier. Das ist praktisch, die Autobahn läuft parallel dazu. Ein paar hundert Meter weiter ist man schon in Belgien. So, und ja, lasst euch einfach mal überraschen. So ein bisschen führen hier. Das Hauptgebäude habe ich leider nicht mitgenommen. Das werde ich nächstes Mal mitnehmen. Feuerraum. Rauchen verboten. Aha.
Naja. Okay, und da hinten. Ah, da kommt dann hier raus. Okay. Naja, doch kein Bunker. Dann schlagen wir uns hier noch aus. Oh Gott. Oh, da hoch. Und dann hoch das. Hoch das ab. Geht's doch nur höher. Ja, der Ortel, der muss natürlich immer alles machen. Schwuddelt gebastelt hier ein. Taka. So, weiter geht's. Das meiner Frau erzählt's wieder mal. Das war's. Sein. Alter, wie wahnsinnig ist das bitte? Guck dir das an. Machst du die Kamera aus oder steckst du in die Hose? Ne, ich mach's aus. Und auf geht's. Schlag mich runter. Schöne Badewanne? Oder was war's? Ja, Update hier für Hittfeld. Ach, scheiße Regen. Völlig jetzt in den Regen gekommen mit meinem Fahrrädler. Oh, ich wohne ja 20 Kilometer von hier entfernt. So. Ja, den Bunker gibt es nicht. Da gibt es nur eine Schutthalde in dem Bereich und das hat wohl irgendjemand für einen Bunker gehalten. Oder unter der Schutthalde vielleicht auch gesprengt, aber auf jeden Fall gibt es den nicht mehr. Auch kein Eingang. So, Hittfeld ist so groß, da könnte man ja monatelang rumrennen und sich alles angucken. Da oben gibt es noch irgendwelche Löcher überall. Lohnt sich auf jeden Fall hier mal hinzukommen für Leute, die gerne noch Hittfeld sehen wollen. Alles klar.